Hi zu Baum Bang und dem Project Bang, der Magnetic Sticker Wall. Das Projekt wartet schon lange auf mich, euch. Naja, egal, es geht los. Zwar wirklich lange dauert es schon, ich habe viele Sticker von euch bekommen, der Sticker-Austausch läuft immer noch natürlich, wenn ihr Sticker von mir haben wollt. Hier unten gibt es mein Postfach, wo ihr einfach einen frankierten Rückumschlag hinsendet und dann bekommt ihr natürlich Sticker von mir. Ich freue mich natürlich auch auf Sticker von euch, einfach auch an das Postfach schenken und dann kommen die auch hier an die Magnetic Sticker Wall. Das Projekt besteht darin, dass ich die Sticker alle, ich nehme jetzt mal hier vom Ali seinen Sticker, dass die alle auf Holz von mir geklebt werden und dann bekommen sie von hinten einen Magneten. Wo habe ich sie? Wo habe ich sie, die Magneten? Und dann bekommt jeder Sticker von hinten so einen Magneten eingelassen und die Wand hier werde ich hier mit Magnetfarbe jetzt mit euch streichen. Das muss mehrfach gestrichen werden. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Er gesagt, die Erfahrung wurde mir mitgeteilt von jemandem, der das schon ausprobiert hat. Und der hat mir das gesagt, hey, das musst du mehrfach streichen. 6 Stunden braucht diese Farbe zum Trocknen, bis sie wieder überstrichen werden kann. Deshalb geht's jetzt los mit Abkleben. Als allererstes kommt natürlich hier das wunderbare Bild von den glorreichen 7 ab, wo ich netterweise dabei sein darf. Dann kleben wir das hier grob ab. Ich hoffe, dass das keine Riesenschweinerei ist. Ich gucke mal hier, was ich überhaupt an Abklebezeug habe. Und das muss gar nicht so sauber sein. Ich will hier mir ungefähr ein Rechteck abkleben. Ich weiß noch nicht von welcher Größe. Und das Coole ist bei dieser Farbe, die kann überstrichen werden. Das heißt, ich habe hier alles mit Keimkalkfarbe gestrichen. Und genau, dementsprechend, wenn das, ich glaube, dreimal streichen. Ich werde einfach den Pott leer machen. Was haltet ihr davon? Was mache ich denn da? So. Zack, zack. Hier machen wir den Bügel ab. So soll es aussehen. In dem Rechteck werde ich das Ganze jetzt erstmal bepinseln. Und auf die Sticker kommen wir später. Die neue Werkbank wird natürlich abgedeckt. Ob diese Farbe abgeht davon, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss die richtig gut geschüttelt werden, weil da muss ja irgendwie Metall drin sein. Also gehe ich davon aus, dass sich das irgendwie abgesetzt hat. Gib mir ein Beat! Ich habe hier eine doofe Rolle. Ich habe mir einfach irgendeine Rolle genommen. Jetzt hole ich euch mal näher ran. Das ist ja immer spannend, hier so eine Farbe aufzumachen. Bah! Ist das eine Soße? Das ist eine lustige Konsistenz. Okay, die riecht aber gar nicht so doof. Pechschwarz ist das Zeug. Weil das aber zu schick ist, was ich gerade anhabe, ziehe ich mich mal kurz um. Tada! Umgezogen! Ich brauche noch kurz was zum Umrühren. Dafür ist es immer gut, so kleine Restholzstücke zu haben. Also die Konsistenz. Okay. Also müsst ihr auf jeden Fall auch umrühren, weil man merkt so richtig, wie sich das Zeug absetzt. Handschuhe an. Auch lustig, ne? Ich habe gerade nur unterschiedliche Handschuhe irgendwo überall rumfliegen. Egal. Bin ja total auf die Streichkonsistenz gespannt. Das ist auf jeden Fall irgendwie so ein dunkles Blau oder so. Ganz skurril. Ich probiere es erstmal mit dem Pinsel. Gucken, wie sich das verhält. Ja, super.
Jetzt habe ich eine dunkle Wand. Ich weiß gar nicht, wie oft soll ich denn das mit weiß überstreichen, damit das wieder weiß wird. Boah, ich hoffe, das war keine scheiß Idee. Okay, ich sehe gerade, ich werde das gar nicht mit der Rolle auftragen, sondern ich werde das pinseln. Ich bin gespannt, ob das nach 6 Stunden schon magnetisch ist. Auf jeden Fall nicht günstig, das Zeug, ne? Muss man auch sagen. 22 € der Bot. Es tropft und spritzt auf jeden Fall wie die Sau. Ich glaube, ich habe noch nie außer Bitumen so eine dunkle Farbe gestrichen. Das einzig Positive an so einer Farbe ist, man weiß, wo man gestrichen hat. Aber das gilt auch nur für den Erstanstrich. Das riecht wie Knete, wie so gute altbewährte Knete. Tada! Die Fläche ist fertig. Das saugt ein bisschen, wie ich hier so festgestellt habe. An ein paar Stellen habe ich echt ordentlich gesaut. Jetzt muss es 6 Stunden trocknen. Dann werde ich das ein zweites Mal und vielleicht noch ein drittes Mal streichen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Erster Zwischenstand nach 3 Stunden Trocknungszeit. Magnet hält. Sehr, sehr cool. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich bin jetzt schon begeistert, wenn das jetzt noch 2 oder 3 Mal überstrichen ist und dann mit der weißen Farbe nochmal drüber und das dann immer noch funktioniert, dann kriegt das Zeug von mir eine 1+, definitiv. Leute, es ist 1 Uhr nachts und ich bin platt. Ich mache verschiedene Sachen gleichzeitig. Das Magnetwandprojekt. Ihr seht, es ist fast geschafft. Es ist jetzt der 3. Anstrich und ich kann noch nicht sagen, dass das wirklich besser hält. Ich glaube, ich brauche doch erheblich stärkere Magneten, damit die ganzen Logos da auch wirklich dranhängen. Ach ja, was gucke ich denn? Ich gucke Gerrits Tagebuch. Kennt ihr das? Sehr geil. Von der Miniaturwelt in Hamburg. Ich bin begeistert und lasse mich inspirieren. Gute Nacht. Es ist drüber gestrichen und zwar 4 Mal. 5 Mal. 4 Mal drüber gestrichen, jeweils 6 Stunden. 6 Stunden getrocknet. Und das braucht es auch. Ich habe ein Teststück hier oben in der Ecke gemacht. Da habe ich nur 1 Mal, 2 Mal, 3 Mal und dann den Rest halt 4 Mal gestrichen. Circa immer 3 Finger breit. Es funktioniert, aber man muss auch dazu sagen, ich habe extra neue Magneten gekauft. Die Magneten habe ich ja mit euch zusammen gekauft und dann habe ich mir nochmal diese Nytno Mini Magneten gekauft und die sind der Kracher. Mit den Magneten funktioniert schon super. Die könnt ihr, ups, der war falsch rum. Die haben eine Magnetseite natürlich, ne? Und die könnt ihr da so dran klatschen. Aber diese Mini-Magneten natürlich hier, die halten richtig klasse. Und hier oben in der Ecke der Magnettest, das merkt man schon natürlich, ob man jetzt 1 Mal, 2 Mal oder 3 Mal drüber gestrichen hat. Und die ganze Wurst bleibt hier jetzt auch an der Wand hängen. Aber das Ziel ist natürlich, das nicht schwarz zu haben, sondern weiß. Aber meine Teststücke halten hervorragend, wie ihr seht. Hier habe ich 3 von diesen neuen kleinen eingebaut und hier habe ich jetzt einen großen und 2 von denen eingebaut. Und ich würde sagen, das hält genau so, wie ich das haben will.
Nur jetzt kommt die Wahrheit, jetzt wird es weiß gemacht und zwar mit der Keimfarbe. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, weil ich könnte jetzt hier auch jede andere Farbe benutzen. Die habe ich aber noch, weil ich damit ganz viel in meinem Haus mit gestrichen habe. Das ist eine Kalkfarbe von Keim und damit legen wir jetzt mal los. Und ich bin gespannt, ob das funktioniert. Also danach noch. Jetzt hält es auf jeden Fall super, die Magneten. Probieren wir mal, wie das hier decken tut. Oh, das deckt ja mega. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Oh, das ist ja super. Was ich aber ganz vergessen habe ist, ich habe das ja alles abgeklebt hier. Schön die Farbe rein und drauf damit. Kann sein, dass wir da zweimal drüber müssen, ne? Funktioniert total gut. Schon nicht schlecht. So, jetzt geht's weiter mit dem zweiten Anstrich. Und ihr seht, es ist jetzt schon unfassbar deckend. An der Stelle seht ihr hier noch, da seht ihr noch quasi den Rand, der geht noch bis nach unten. Aber jetzt kommt noch eine zweite Lage drauf und vorher checke ich mit euch aber noch einmal die Magnetisierung. Zack und zack, beide Beispiel-Button halten perfekt. Und jetzt hoffe ich, dass es immer noch so ist, wenn ich es jetzt noch einmal gestrichen habe. Und dann sollte es aber wirklich final fertig sein. Hoffe ich. Die Wand fertig gestrichen, schaut euch das an. Zweimal gestrichen und man sieht nichts mehr. Ein bisschen ist die Struktur natürlich anders, ne? Also man sieht hier, dass so ein bisschen was anderes darunter ist. Man fühlt es auch ein wenig. Also eigentlich sieht man es nicht wirklich. Und jetzt habe ich ja ein paar Testteile gemacht, ne? Die hatte ich ja die ganze Zeit schon. Also hier vom Lumberjack Germany zum Beispiel. Ups. Und zack, kann man jetzt einfach hier den Kreis. Den habe ich auch schon fertig, ne? Und das ist wirklich der Kracher. Also das ist genauso, wie ich das haben wollte. Da sind nämlich die nächsten Sticker, die ich schon habe. Ich habe meinen, vom Holzwurm Tom, vom Paddy, vom Ali und so weiter und euer Konstantin. So, jetzt zeige ich euch kurz, was ich mit den Stickern hier mache. Also die werden aufgeklebt und zwar hier auf so Restholzstücke. Klebe ich die Sticker einfach auf, je nachdem Form und so weiter. Also die runden, guck mal hier passt jetzt ein runder und dann passt der Konstantin auch noch mit da drauf. Und dann säge ich die hier mit der Bandsäge, wo gerade ein bisschen Müll rumliegt, werden die einfach ausgesägt. Und ja, hier ist Voll-Action angesagt, weil 5 Projekte gleichzeitig, die Schubladen, also dritter Teil von der Werkbank und so weiter und so fort. So, was wir aber auch noch dazu brauchen, und das zeige ich euch jetzt auch noch, sind natürlich diese Magneten. Ich hatte hier diese Standardmagneten, Mauro-Magneten, sind so, naja, nicht Billo, aber schon sehr einfache Standardmagneten aus dem Auhaus. Die haben 7 Newton, also 700 Gramm Tragmagnetlast. Wenn ich den jetzt hier dran mache, dann hält er auch, ne? Aber weil ich ein paar Schilder habe, die schwerer sind, wie ich gemerkt habe, habe ich mir diese kleinen Magneten gekauft. Die habe ich mir vielleicht ein bisschen zu klein gekauft. Ich hätte mir die größeren kaufen können. Aber die haben trotzdem, da hat ein Magnet 2 Kilo Traglast. Schon ein ganz anderer Schnack. Oder 2,5 Kilo, glaube ich. Also dementsprechend, da brauche ich 2 Stück für 1. Beim Holz Benny habe ich das schon mal hinten dran gemacht. Seht ihr? Einfach 2 und zack, hält der Holz Benny. Ne? Da klebt er. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Das ist nämlich ganz, ganz simpel eigentlich.
Jetzt geht's mit dem Ali weiter. Und zwar, der Ali kriegt jetzt hinten 2 Bohrungen mit einem 10er Bohrer. So, 10er Bohrer, 10er Holzbohrer, 2 Bohrungen. Der kriegt auch 2 von diesen kleinen Magneten da reingeknallt. Und einfach so aus der Hand, könnt ihr auch mit der Ständerbohrmaschine machen. Einfach so zweimal, dann werden die da rein. Und dann kann ich die noch hier, habe ich vom Titebond Liquid Glue, den habe ich auch benutzt. Und zwar habe ich beim Lumberjack das damit gemacht. Das quillt dann so ein bisschen auf. Das funktioniert, aber ja, also das hält halt Bombe, ne? Das werde ich dann halt bei den einzelnen auch so machen. So, da ist der Knilch jetzt dran. Einfach, der kriegt jetzt hier und da kriegt er einen. Na, seht ihr, direkt kann ich da einen von den Magneten loswerden. Und der steht dann so ein bisschen über. Könnt ihr die nämlich einfach hier so abstreifen und reinklemmen. Fertig ist der Kladderadatsch. Jetzt habe ich euch gerade gezeigt, einfach eine kleine Bohrung, also hauchdünn einmal reingebohrt mit einem 10er Bohrer und dann kann man die so wunderbar da reinquetschen. Und ihr seht, Holzwurm Tom noch, bing, der Ali, hier der Dicke. So, guck mal, selbst der Ali hält. Und jetzt kann ich mir hier schön meine ganzen lieben Kollegen einfach an die Wand machen. Ist das nicht ein Traum? Ich glaube schon, oder? Also, was für eine coole Idee, finde ich selber. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert, kommentiert fleißig, schaltet die Glocke an und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss, euer Baubum Bang.